Deutsch lernen durch Hören. Das Ding. Was bisher geschah. Emma genießt einen sonnigen Frühlingstag und plant, in einem Café eine Tasse grünen Tee zu trinken. Während sie wartet, entdeckt sie einen mysteriösen Brief auf ihrem Tisch mit einer geheimen Nachricht. Neugierig geht sie nach Hause und öffnet eine Kiste, die sie von ihrem Opa erhalten hat. In der Kiste findet sie ein seltsames Ding, das sie verwirrt und ängstlich macht. Sie entscheidet sich, es unter einer Parkbank zu platzieren, wie im Brief gefordert. Nach einer langen Wartezeit verschwindet die Kiste aus der Tüte und Emma bleibt mit vielen Fragen zurück. Emma sieht sich um. Da ist niemand in der Nähe, der die Tüte mit der Kiste genommen hat. Aber sie ist trotzdem weg. Was soll sie nun tun? Sie muss mehr über das Ding erfahren. Vielleicht weiß ihre Mutter etwas. Schließlich hat es früher ihrem Vater gehört, bevor Emma es bekommen hat. Sie setzt sich auf die Bank am See und ruft ihre Mutter an. »Hallo, Mama«, sagt sie. »Weißt du etwas über die Kiste, die ich nach Opas Tod bekommen habe?« »Hallo, Emma«, antwortet ihre Mutter. Sie klingt überrascht. »Welche Kiste?«, fragt sie, aber Emma ist sich sicher, dass ihre Mutter ganz genau weiß, welche Kiste sie meint. »Die Kiste mit den Rosen darauf«, antwortet sie. »Die Kiste mit diesem seltsamen Ding darin«, ergänzt Emma nach einer kurzen Pause. Ihre Mutter antwortet nicht. »Du weißt, was es ist, Mama, oder?«, fragt Emma weiter. »Dieses Ding, das seine Farbe ändert.« Schließlich antwortet ihre Mutter doch. »Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber dein Opa hat es mir einmal gezeigt und mir verboten, es zu berühren. Er hat mir erklärt, dass es gefährlich ist. Mehr hat er nicht gesagt. An einem Abend sind 2 unbekannte Männer zu Besuch gewesen. Es gab einen Streit um das Ding und auch um die Kiste. Dein Opa und deine Oma haben die Männer aber weggeschickt. Nun haben sie das Ding doch bekommen«, überlegt Emma laut. »Ich verstehe nicht.« »Nicht so wichtig, Mama. Weißt du noch mehr über die Kiste und das Ding?« »Nein, aber ich glaube, es hat etwas mit Opas Tod zu tun. Ich muss jetzt aufhören. Dein Bruder kommt gerade mit Vicky. Gut, grüß die beiden von mir. Ciao, Mama. Ich melde mich später nochmal. Bye.« Emma steckt ihr Handy in die Handtasche und geht nach Hause. Immer wieder sieht sie sich um. Sie hat das Gefühl, dass jemand sie beobachtet. Aber es ist wie im Park. Niemand ist da. Es ist nur ein unangenehmes Gefühl. Zu Hause braucht Emma eine Pause. Sie muss verstehen, was passiert ist und was sie nun tun soll. Sie setzt sich aufs Sofa, aber bleibt nicht lange sitzen. Sie hört ein Geräusch. Was ist das? Kommt es aus dem Flur? Überlegt Emma ängstlich. Sie nimmt eine Zeitung vor sich vom Tisch und rollt sie ein. Falls da ein Fremder im Flur ist, kann sie sich mit der Zeitung schützen. Eine Zeitung ist zwar kein guter Schutz, aber sie ist besser als gar kein Schutz. Leise steht sie auf. Da ist wieder ein Geräusch. Es klingt wie ihr Regenschirm, der auf den Boden gefallen ist. Emma hatte den kleinen Schirm neulich auf den Schuhschrank unter dem Spiegel gelegt. Nun liegt er aber auf dem Boden zwischen ihren Turnschuhen.
Emma möchte ihn gerade wieder auf den Schrank legen, als sie in den Spiegel schaut. Erschrocken, schreiend, springt Emma nach hinten. Im Spiegel sieht sie ihren Opa. »Keine Angst, Emma, ich tue dir nichts. Du kennst mich doch«, erklärt ihr Opa ruhig. Aber Emma steht so regungslos da wie ein Stein. Sie kann kein Wort sagen. Der Schreck ist zu groß. »Emma, wo ist das Ding? Wir müssen es an einen Ort bringen, wo es sicher ist.« »Ich habe es nicht mehr.« »Was? Wo ist es?« »Ich weiß es nicht.« »Wir müssen das Ding zurückbekommen. Ich bin sonst hier für immer gefangen.« »Opa, ich verstehe das alles nicht. Warum bist du im Spiegel? Du bist doch tot.« »Nein, ich bin nicht tot. Ich habe das Ding benutzt, als es lila gewesen ist. Es hat mich in die Welt hinter den Spiegeln gebracht. Leider habe ich das Ding nicht mitgenommen. Nun kann ich nicht wieder zurückkommen. Deine Mutter hat versucht, mir das Ding zu bringen, aber es hat nicht funktioniert. Sie hat es dir gegeben, damit es nicht in die falschen Hände gelangt. Aber bei dir ist es doch nicht so sicher gewesen, wie wir gehofft haben. Mama hat gesagt, sie weiß nicht viel über das Ding. Sie hat also gelogen?« fragt Emma. »Ja, sie hat das gemacht, um das Ding zu schützen. Deine Mutter hat mit mir geredet. Darum bin ich hier bei dir. Ich kann jeden Spiegel benutzen. Ich kann also überall sein, wo es einen Spiegel gibt.« Emma schüttelt sich. Sie denkt an ihren Spiegel im Badezimmer. Er ist gegenüber vom Klo. Das ist etwas gruselig, wenn ihr Opa jederzeit darin erscheinen kann. Emma möchte sich das lieber gar nicht so genau vorstellen. Sie wird den Spiegel im Badezimmer lieber von der Wand nehmen. Aber der kleine Spiegel, den sie zum Schminken in der Handtasche hat, ist vielleicht ganz praktisch. Emma kann ihn fast benutzen wie ein Handy, um mit ihrem Opa zu reden.